Hi Leute, da bin ich wieder. Diesmal zum Thema Scheibenschlösser für Motorräder. Ich muss gleich dazu sagen, ich kriege keinen Cent dafür. Ich habe mir das Ding gekauft und tue es jetzt mal auspacken. Und ich wäre froh gewesen, wenn ich damals in YouTube so ein Video gesehen hätte, wie die Dinger funktionieren. Also das alles nach meinem Intro. So, das ist das Bremsscheibenschloss von Radikal, nennt sich RK14S. Packen wir es mal aus, was da drin ist. Eine Tüte. Schraubzeug, Schlüssel und ein Imbusschlüssel. So. Also was einem gleich auffällt, es ist wahnsinnig schwer. Wie schwer, das werden wir jetzt mal sehen. ...870 Gramm, 71. So, zu aller Anfang muss man sagen, das gibt es in zwei Versionen. Einmal hier mit dem 14er Bolzen und mit dem 10er Bolzen. 14er Bolzen ist natürlich fester. So, um das Gerät zu aktivieren, gibt es hier ein Loch mit einer Schraube. Und zwar ist das eine Imbusschraube M5x12. Die werde ich nachher auswechseln. Ich werde euch nachher noch sagen, warum. Macht man das hier auf, holt das raus. Das ist der Drum hier. Die Batterie ist hier drin. Da ja alles wasserdicht sein muss, ist hier so ein Gummipfropf und da ist die Batterie drin. So, machen wir es hier dazu. Das Schloss hat eine Besonderheit. Erstens diese Sicherheitsschlüssel. Ne? Die haben einen Nummerncode, also kann man nicht einfach nachmachen, sondern man muss sie dann bei der Firma bestellen. Und zweitens, die meisten Schlösser tut man rein und man drückt es einfach runter. Das ist bei denen nicht der Fall, weil dieser Bolzen hier, der wird dann auch noch mal gedreht. Unten drin wird also doppelt verriegelt. So, das nächste ist hier eine Scheibe, die sich dreht, hier oben. Das soll verhindern, dass man es aufbauen kann, weil diese Scheibe würde sich mitdrehen. So, dann geht es hier rein. Also läuft sehr leicht, muss man sagen. Aktivieren. Nach dem Schließen kann man sich aussuchen, mache ich es mit Alarm oder ohne. Mit Alarm folgendermaßen, also ohne Alarm besser gesagt, klar, abschließen, gut ist, fertig, gehen. So, mit Alarm, runter und innerhalb von 15 Sekunden einmal den Knopf drücken. Nach ungefähr 10 Sekunden kommt ein Bestätigungston. So, jetzt ist es scharf. Wird das Motorrad jetzt bewegt, gibt es 6 Warntöne.
Ist danach Ruhe, geht es auch nicht weiter und es geht immer so weiter. Wenn jetzt allerdings nach den 6 Warntönen das Motorrad immer noch bewegt wird, dann wird es richtig laut. Deswegen mache ich schon mal den Schlüssel hier rein. So. Das ist abartig laut. Achso, was ich noch dazu sagen wollte, ich habe mir noch so ein Erinnerungsseil dazugelegt. Was ich schade finde, bei dem Preis sollte es eigentlich dabei sein, aber nein, man muss es extra bestellen. Damit man natürlich nicht vergisst, dass man da was angeschlossen hat. Aber das zeige ich euch nachher. So, es gibt ein Video, wo der Mann das abgeschlossene Schloss, den Alarm ausgebaut hat, während es abgeschlossen war. Was ich mir sogar gut vorstellen kann, so dass er den Alarm ausbauen kann. So, und dann seine Ruhe hat und gut rankommt und so weiter und so fort. Mag alles wahr sein. Deswegen, jetzt gibt es, habe ich gesehen in Amazon, diese Bewertungen, wo eine schreibt, sie hat hier einen Gummipfropfen rein gemacht, damit man dann nachher nicht rankommt. Man hat aber selber nachher das Problem, den wieder rauszupopeln, wenn man die Batterie wechseln muss. Ich mache das anders, das ist eine ganz normale Imbusschraube. M5x12 und jetzt gibt es 5 Millionen verschiedene Schrauben, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, natürlich mit anderen Schraubenköpfen. Torx, also alles bloß, nehmen wir alles bloß kein Sechskant in derselben Größe und den drehe ich da rein. Und der Mann weiß nicht, außer ich, weiß keiner, was das für ein Schraubenkopf ist. Und schon ist es gesichert. Dann gibt es noch diese Tasche, klar zum Transportieren, die ist da mit dabei, zumachen, hinten in den Koffer rein. Es gibt sogar, habe ich gesehen, so Vorrichtungen, da kann man das dann an einem Motorrad schrauben, wo man es dann immer festmachen kann, aber jeder so wie er meint. Für mich wäre es nichts, sieht ja blöd aus. Alle Sachen, die ich hier verwendet habe, werde ich euch natürlich unten verlinken. So, jetzt schließen wir das mal an. Sicherheitsseil hier rum. Durch die Löcher geht es natürlich nicht, dafür ist es zu dick. Zumachen. Schön. Zumachen. Knopf drücken. Bestätigung. So, das Sicherheitsseil hier ran. Das waren jetzt diese berühmten 6 Töne, weil ich es ja bewegt habe. Also muss man ein bisschen schneller sein. Oder was heißt Sicherheitsseil? Das ist natürlich das Erinnerungsseil, dass man nicht zufährt, während das Schloss da dran ist. So, jetzt probieren wir mal was. Also ziemlich leichte Bewegung, da warnt er schon. Ich werde jetzt den Ton mal ein bisschen leiser drehen, weil es ja dann doch zu laut ist und wahrscheinlich übersteuert, und löse mal den Alarm aus und dann werden wir sehen, wie viel Dezibel das Ding wirklich hat. Mein Fazit, ich muss sagen, für den Preis, bei mir war es jetzt knapp 100 €,
muss ich sagen, ist es sehr stabil, deswegen ist es auch so schwer. Ich finde halt nur, dass dieses Erinnerungsseil mit dabei sein sollte bei dem Preis. Aber sonst muss man sagen, bin ich sehr zufrieden damit. Man hat auch gesehen, dass bei der Lautstärkeprüfung die 120 Dezibel nicht realisiert werden. Ich komme so auf 108,8, wie wir gesehen haben. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden. Das war's. Bitte hinterlasst mir ein Abo, wenn es euch gefallen hat, oder einen Daumen hoch. Bis dann, euer Wolfgang.